Die Natur ist unsere Mutter, unser Ursprung, unser Zuhause. Wie kann es also sein, dass wir so wenig dafür tun, um sie zu schützen? Hallo und willkommen zurück in meinem Uchiverse. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, um dir deine wöchentliche Inspiration abzuholen. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Uchi und in meinem Channel wirst du wöchentlich inspiriert, wöchentlich motiviert und wöchentlich zum Lachen gebracht. Ja, das heutige Thema ist nicht wirklich einfach und ziemlich emotional, da es einerseits wütend macht und andererseits frustriert. Aber dennoch ist es super wichtig, darüber zu reden und auch dafür Bewusstsein zu schaffen. Leider hat sich unsere aktuelle Gesellschaft in eine Richtung entwickelt, in der nur noch Zahlen und Geld eine essentielle Rolle spielen. Es geht nur noch darum, wie viele Likes man hat, wie viel Geld man hat. Es geht nur noch um quantifizierbare Größen, noch um Dinge, die man sehen kann, noch um Dinge, die man oberflächlich wahrnehmen kann. Doch was ist mit unseren Gefühlen? Was ist mit unserer Mühe und Energie, die wir in die Dinge reinstecken? Was ist mit unserer Intention? Darum geht es heutzutage leider gar nicht mehr. Es geht nur noch darum, womit kann man am meisten und am besten Absatz machen und den Wirtschaftsmarkt stärken, aber gar nicht mehr darum, warum wir die Dinge tun und welchen höheren Sinn diese Dinge haben. Und genau das führt im Endeffekt dazu, dass immer mehr Unternehmen ins Leben gerufen werden, die eigentlich gar keinen Sinn machen, die eigentlich nur zwanghaft versuchen, ein Bedürfnis zu befriedigen, das gar nicht befriedigt werden muss. Es fängt ja allein schon in der Schule und in der Uni an, wo man Klausuren bestehen muss, die nur auf rationaler Ebene bewertet werden. Es geht gar nicht darum, wie gut deine Idee ist, wie kreativ du warst, sondern es geht nur darum, wie viele Wörter du in deinen Kopf reinquetschen kannst und wie viele Wörter du auf dieses Blatt Papier bringen kannst. Aber wenn du gerade in dem Moment das Wort nicht hast, dann kriegst du gleich direkt keinen Punkt und andere Qualitäten, die man vielleicht jetzt nicht direkt messen kann, sind total irrelevant und werden auch nicht bewertet. Und genau das war auch eine Sache, die mich schon sehr früh immer sehr stark gestört hat, weil ich mir dachte, wie kann der Lehrer jetzt wissen, wie schlau ich bin, nur anhand dessen, was für Wörter ich hier auf Blatt Papier bringe? Und teilweise wurde man ja dadurch auch zu einem Verhalten bewegt, sich Dinge in seinem Kopf zu quetschen und unnötigerweise beschäftigt zu werden, ohne wirklich mit Sinn und Intention zu lernen. Und genauso haben wir schon im frühen Alter gelernt, dass rationale Aspekte eine größere Rolle spielen als emotionale Aspekte. Dass es mehr um Wettkampf geht und ums Gewinnen und darum, was wir kriegen können und nicht darum, was wir bereits haben. Wir leben in einer Welt, in der das Ego regiert, wo Liebe und Zusammenhalt weniger wichtig ist als der Wettkampf. Das Ergebnis ist ein zunehmend stärker werdendes Gefühl der Getrenntheit innerhalb der Gesellschaft. Die Menschen haben nicht mehr das Gefühl, dass sie einander brauchen, denn wir haben ja jetzt heutzutage die ganzen Unternehmen, Dienstleistungen, Apps. Wir brauchen einander nicht mehr. Wir brauchen eigentlich nur noch Geld, wir können zu Hause bleiben, wir können uns Essen bestellen, wir können alles googeln, was wir nicht wissen. Wir sind so unabhängig geworden, dass wir gar nicht mehr die Verbindung zueinander wahrnehmen können und auch gar nicht mehr wertschätzen. Heutzutage wird man regelrecht so erzogen, dass man Dinge lieber wegwirft, als sie zu reparieren. Und genau das Gleiche wirkt sich auch auf die menschlichen Beziehungen aus. Anstatt an der Beziehung zu arbeiten, Probleme zu konfrontieren, läuft man von ihnen weg, lässt man los. Und im Endeffekt scheißt man einfach aufeinander. Man lässt es einfach sein und man denkt sich, ach, es gibt ja noch mehr als genug bessere Menschen da draußen. Ich kann einfach mal mein Instagram-Profil durchchecken und mal irgendeine Person anschreiben. Dann werde ich schon irgendwen kennenlernen, mit dem ich mich unterhalten kann und dann ist wieder alles gut und meine sozialen Bedürfnisse sind befriedigt. Einerseits, okay, kann man machen. Andererseits können sich so niemals tiefergehende Beziehungen entwickeln. Wir leben in einer Welt, wo der Konsument der König ist. Doch das Problem ist, dass die meisten Konsumenten gar keine Ahnung davon haben, in welcher Welt sie eigentlich leben. Sie haben keine Ahnung davon, was ihr Konsum für Auswirkungen auf die Umwelt hat, was für Ressourcen verbraucht werden, was für Lebensräume dadurch aufgeopfert werden und haben kein Gespür für einen Hauch an Dankbarkeit dafür, was die Mutter Natur für uns bereitstellt, damit wir ein Leben haben können, so wie wir es in der westlichen Welt haben. Wir müssen selber nicht mehr raus in die Natur gehen und sehen, wie die Dinge geerntet werden, wie die Tiere geschlachtet werden. Alles wird uns einfach auf dem silbernen Tablett serviert und wir müssen nichts dafür tun. Gar nichts. Außer unsere Kreditkarte aus unserem Portemonnaie zu holen und sie inzwischen sogar nur noch auf dieses Lesegerät zu legen und piep, macht es und das war's auch schon. So leben wir heute. Und das Problem an der ganzen Sache ist, dass irgendjemand darunter ja leiden muss,
Und das sind nicht nur die Tiere und die Pflanzen, sondern inzwischen sogar einfach das ganze Ökosystem. Das ganze Ökosystem leidet darunter, dass wir selber zu wenig Bewusstsein dafür haben, wo unsere Produkte herkommen und was wir dafür tun können, damit unser eigener ökologischer Fußabdruck so gering wie möglich gehalten wird und unsere Auswirkungen auf die Umwelt somit kleinstmöglich gehalten werden. Doch wie sieht es eigentlich mit den Unternehmen aus? Die haben doch die Ahnung, die haben doch die Verantwortung. Das sind doch diejenigen, die uns die Produkte auf den Silbertablett servieren und dafür sorgen, dass wir die Dinge kaufen oder nicht. Das Problem an der ganzen Sache ist jedoch, dass die Unternehmen einem Wettkampf ausgesetzt sind. Das heißt, sie sind gezwungen, so viele Möglichkeiten und Werkzeuge zu nutzen, um uns Konsumenten dazu zu bewegen, so viel wie möglich zu kaufen. Denn wenn sie es nicht tun, dann macht es ein anderer und dann wird auch die Existenz von diesem Unternehmen gefährdet. Aber wo ist denn jetzt eigentlich das Problem? Ich meine, ich als einzelner Verbraucher habe doch nicht wirklich viel Einfluss und Verantwortung. Ich kann doch da nicht wirklich viel machen, oder? Und eigentlich interessiert es mich auch nicht wirklich, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass mein Verhalten derart viel Einfluss auf die Natur und die Umwelt hat. Ach ja, stimmt ja. Australien hat ja gebrannt und auch Brasilien und oh, die nächste Naturkatastrophe. Ach nee, das lag doch nicht an mir. Das lag doch nicht an meinem übermäßigen Fleischkonsum oder daran, dass ich mir schon wieder meine 5. Doc Martens Schuhe gekauft habe oder keine Ahnung was. Das lag alles nicht an mir. Das ist bestimmt nur die globale Erwärmung, die nicht durch die Menschen beeinflusst sind, denn wir sind ja so wie gar nichts. Ja. Absatz und Geld sind das höchste Gebot und ethische Aspekte sind nur sekundär. Und gleichzeitig wird unsere latente Angst, dass die Welt untergeht, dass wir selber keinen Platz mehr zum Wohnen haben, immer größer. Und noch dazu kommt, dass man sich immer weniger motiviert fühlt, etwas zu machen, sich einzusetzen, denn die Welt geht ja eh schon unter. Es geht ja eh alles schon den Bach herunter und man hat einfach das Gefühl, nicht mehr wirklich relevant zu sein, sich einsetzen zu können und das Leben zu ändern. Und was macht man in dieser Situation? Man setzt sich hin, man schaut Serien, man lenkt sich ab, man macht irgendwas, nur um nicht über diese ganzen Probleme nachzudenken, die da draußen in der Welt vor sich hingehen und blendet das einfach nur so gut wie möglich aus und sagt, ich habe das Recht, ein gutes Leben zu haben, ich habe das Recht, glücklich zu sein. Natürlich hat man das Recht, glücklich zu sein. Jeder von uns sollte auch glücklich sein. Aber wir sollten auch erkennen, wann wir uns für die Umwelt und für unsere Mitmenschen einsetzen sollten und wann wir es halt eben nicht müssen. Aber wir sind schon lange an dem Punkt angekommen, wo jeder einzelne von uns diese Verantwortung in sich spüren sollte, etwas zu ändern. Und das heißt ja nicht, dass man jetzt von 0 auf 100 alle Bereiche in seinem Leben verändern muss und updaten muss, aber einfach nur mal das Mindset etwas verändern und an die heutige Zeit anpassen und im Endeffekt der Natur etwas zurückgeben und der Gesellschaft etwas zurückgeben, denn wir sind alle miteinander verbunden und wir sind auch alle dafür gemacht, miteinander zu interagieren und nicht unabhängiger voneinander zu werden und komplett für uns alleine zu leben. Wir Menschen sind Gesellschaftstiere, wir Menschen sind Liebe, wir sind dafür gemacht, einander zu lieben, einander zu helfen. Und in dem Moment, wo wir das ausblenden, das ignorieren, leiden wir. Und dieses Leid führt genau dazu, dass wir immer mehr den Drang verspüren, etwas zu konsumieren, etwas zu tun, um uns abzulenken und dieses Leid nicht mehr zu spüren. Doch diese Art von Lösung wird immer kurzfristig sein, denn du kannst das eigentliche Problem nur dann lösen, wenn du es an der Wurzel packst. Das heißt, dein Mindset ändern, rausgehen in die Welt, dich mit Leuten vernetzen, Dinge zu starten, die größer sind als du selber, Dinge, die wirklich Menschenleben retten, Menschenleben helfen, Menschenleben voranbringen und für langfristige Entwicklung sorgen, für langfristige Veränderung, wo auch noch die Generation nach uns und die Generation nach diesen und nach diesen was davon haben. Sprich, nachhaltig sein, dankbar sein, bewusster sein und im Endeffekt auch wieder die Natur mit in sich integrieren, sehen, hey, ich bin doch aus der Natur entsprungen. Ich wurde doch dafür gemacht, um mit der Natur zu interagieren und nicht, um mich von ihr abzuschneiden und im Endeffekt nur noch in einer Hütte zu leben, die noch aus Ecken und Kanten besteht. Ich meine, jeder, der den ganzen Tag, Tag für Tag, wochenlang zu Hause bleibt, sollte sich nicht wundern, dass er irgendwann depressiv wird, weil er eben den ganzen Tag nur noch auf Bildschirme schaut und gar keine menschliche Interaktion mehr wirklich hat. Also,
da braucht man sich jetzt auch nicht wirklich wundern, dass man sich dann einsam und alleine fühlt. Leider gibt es aber nicht so viele Möglichkeiten in der heutigen Gesellschaft miteinander zu interagieren, könnte man meinen. Aber es gibt immer noch genug Möglichkeiten, wo man sich miteinander verbinden kann. Oder auch eine App wie zum Beispiel Meetup, kann ich nur empfehlen, meetup.com. Da kann man seine eigene Gruppe finden, die die gleichen Interessen shared. Und dann kann man ganz einfach Leute finden, mit denen man sich über Dinge unterhalten kann und sich auch wieder gegenseitig inspirieren kann, um wieder auf neue Dinge zu kommen, auf neue Ideen zu kommen, sich wieder lebendig zu fühlen, wieder Bock aufs Leben zu haben, wieder Bock da rauszugehen, irgendwas auf die Beine zu stellen und nicht mehr nur noch zu Hause zu sein und zu konsumieren und passiv zu sein. Wir Menschen sind nicht dafür gemacht, passiv zu sein. Wir Menschen sind dafür gemacht, aktiv zu sein, Dinge zu kreieren. Wozu wurde uns dieser wunderschöne Kopf, dieses Gehirn voller unglaublich krasser Möglichkeiten gegeben. Natürlich, um Dinge auf die Beine zu stellen. Jeder, der also nicht seine Kreativität rauslässt, der hat den Sinn seines Lebens verfehlt. Denn wir sind dafür gemacht, um Kreativität zu leben, um Kreativität zu manifestieren. Wir wurden geboren, um zu erschaffen. Wir wurden geboren, um Dinge auf die Beine zu stellen. Und es fängt ganz einfach hier an, in deinem Herzen. Und von deinem Herzen geht es in deinen Kopf. Und von deinem Kopf geht es in deine Hände. Und von deinen Händen geht es raus in die Welt. Dankeschön. Die Werte der Gesellschaft verändern sich stetig. Und es ist aktuell klar zu erkennen, dass immer mehr von uns Wert darauf legen, dass es der Natur gut geht, dass es der Erde gut geht, dass es allen gut geht. Und nicht nur der einen oder der anderen Seite, sondern uns als ganzheitliches Kollektiv. Wir brauchen einander und es fängt wirklich bei jedem Einzelnen von uns selbst an. Wir alle können etwas tun und wir müssen nicht mal da raus in die Welt zuerst gehen. Wir müssen erstmal bei uns selber anfangen. Denn wenn wir bei uns selber anfangen, dann geht alles von alleine raus in die weite Welt. Denn wenn wir anfangen zu strahlen, dann fangen andere Menschen an, dieses Strahlen wahrzunehmen und fangen ebenso an zu strahlen. Und irgendwann fängt dann die ganze Welt an zu strahlen. Und dann strahlen wir irgendwann alle und sind total verstrahlt. Nee, okay. Kleiner Spaß beiseite. Da das Video jetzt doch etwas länger geworden ist als geplant, werde ich auf jeden Fall noch mal ein zweites Video machen, in dem ich euch zeige, wie ihr ganz einfach die Verbindung zu euch selbst stärken und vertiefen könnt und somit auch wieder mehr Tiefe im Leben spüren könnt. Denn im Leben geht es nicht nur darum zu rennen, immer schneller zu sein, immer mehr zu haben, sondern es geht vielmehr darum zu erkennen, was man bereits hat und auch wieder die kleinen Dinge zu genießen. Alles, was du brauchst und wonach du dich sehnst, liegt bereits vor dir. Du musst es nur erkennen. Und genau so kann sich deine Lebensqualität verbessern mit dem, was du bereits hast. Ist das nicht schön? Du hast eigentlich alles schon vor dir. Du musst gar nichts machen, um glücklich zu sein, außer zu erkennen, was du alles schon hast, dass du schon so viele Gründe hast, um glücklich zu sein. Du brauchst nicht noch mehr Follower, noch mehr Klamotten, noch mehr Abschlüsse oder Zertifikate. Du musst einfach erkennen, dass alles, was du brauchst, direkt hier und jetzt in diesem Moment ist. Nirgendwo anders. Und du kannst dich nur mit diesem Moment verbinden, wenn du mit dir selber in Verbindung bist. Wenn du selber in dem jetzigen Moment bist, in der jetzigen Sekunde, hier und jetzt. Vielen Dank, dass du heute wieder eingeschaltet hast und mir damit die Chance gegeben hast, dich zu inspirieren. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder mit einem Video, wie du ganz einfach die Verbindung wieder zu dir selber herstellen kannst, bzw. stärken kannst. Und bis dahin, stay awesome, stay inspired and love yourself. That's all what's required. Dankeschön. Mua.